Hey, this is Alex Head, founder of Subtext Radio. This is Subtext. Please go ahead and click the like button and the subscribe button. It really helps us to reach new audiences and promote the artists that we work with. Hit like and hit subscribe. We are Subtext. Subtext is an itinerant platform for sonic knowledge production. It produces and distributes radio programs ranging from investigative reporting to experimental sound and music. Our goal is to enable practitioners to have a maximum of 50% males performing, and to explore how media reflect our relationships to democracy. Threads Radio is a sister and a brother to the Subtext. I heard a lot of shit before, stories that were written to ignore, like an everlasting episode. You chose to go. Nights happen to you daily. I'm sure things gonna be great. Als ich euch anrufe, I kurz vor hope dem it won't Mittagessen, be ist too Nacht. late. Still a little bit short. In quick motions you forget. The way you talk. I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. Yeah. I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. Schlechte Wörter. Bad Words. Eine Audioserie von Fabian Saul. Für das neue Alphabet am Haus der Kulturen der Welt. Mit Athena Farrokhzad, Lama Khatib, Joshua Groß, Enis Maci, Thuy-Han Nguyen-Chi, Miriam Stoney, Haytham Wardany, Marica Bodrožić und Tanasgol Sabbagh. Etel Adnan. Über die Nacht denke ich seit ein paar Jahren nach. Denken. Ich bin mir nicht sicher. Es handelt sich um etwas anderes und um weit mehr. Es ist das Einbringen meines Daseins in die Gegenwart der Nacht. Im körperlichsten Sinn. Und in jenes seltsame Konzept, das unser tägliches Leben in sich birgt. Von Geburt an. Ich bin ein Nachtwesen. Solange ich zurückdenken kann, war ich fasziniert vom Herabsinken der Nacht auf meine Tage. Es sinkt buchstäblich ein Vorhang herab. Zu unterschiedlichen Stunden, je nach Jahreszeit, doch er sinkt. Enis Maci. Als ich euch anrufe, kurz vor dem Mittagessen, ist Nacht in Europa. Eure blassen Köpfe übers Display gebeugt und dahinter die unbelaubten Kronen der Stadtgartenbäume. Am Muster des Geästs erkenne ich, wo ihr steht. Als sei es eine Landkarte. Meine Bäume, meine Leute, die ihr das Haus erst verlasst, wenn die anderen schlafen, wenn sich Pollen und Feinstaub lüften. Dieser Nebel, den ich von meinem Platz am Hügel aus auch über dieser Stadt sehe. Die Stäubchen funkeln ins Mittagslicht getaucht und weichen dort, wo die Parkplätze enden, schaumiger Gischt. Es gibt Nächte, die nie passieren, schreibt Alda Merini. Es gibt Nächte, die nie passieren. Es gibt Nächte, die nie passieren. Etel Adnan. Was bringt das mit sich? Es bringt Kerzen und Lampen, das auf jeden Fall. Abendessen und dann den Schlaf. Schlaf nicht als Abwesenheit von Wachsein, sondern als das Betreten einer anderen Welt. Haytham Wardany. I think what is utopian in poetry, through its capture of dead labor and not trying to homogenize or to make this experience coherent or anything, exactly through this, poetry is able to, to mobilize this dead labor against the literary capital. It is a mobilization against the
separation between what is poetic and what is political, for instance, and it is a mobilization against the separation between dead labor and the living, and how to break the literary capital. Lama. When she says live by the night, this idea is also maybe somehow similar to what we've been thinking about a lot, which is speak the language of the dead, or live with the dead or something. And I think maybe this is precisely what living by the night gives you, a mobilization of a closeness to that, precisely that dead labor, and maybe a turn away from the kind of demands of the living. And again, to think about living and the dead, also the labor of very much, people and the living. Yeah, maybe this again comes back to this excess, that somehow is a surplus of energy that just kind of dies out, and goes to the nighttime or something. And then when you live by the night, you also live with that energy. Yeah, you become, you are like a friend of the dead in a way. Enis, Maci. Es wird dunkel. Zu spät losgefahren. Wir befinden uns auf dem Weg nach Port Angeles, wo Edward und Bella ihr erstes Date haben. Die Vampire des Twilight-Universums meiden das Sonnenlicht, weil sie darin funkeln. Deswegen zieht es sie auf die Olympia-Halbinsel in den Regenwald. Das Geräusch eines Tropfens, der im Schlamm landet. Sich in der Dämmerung an den Straßenrand hocken und die Pisse sammelt sich auf der Erdoberfläche, weil da kein Platz mehr ist im feuchten Boden. 1000 Meilen später dann, in Eureka, hocke ich mich ins Feld. Mein Delta kriecht auf den Raps zu und ein Storch hebt aus dem Straßengraben ab. Wir trinken Kaffee auf einem Parkplatz. Die letzten Kunden verlassen den Baumarkt. Der Himmel wird zwischen zwei Augenschlägen unkenntlich dunkel. Ein Mann im Anzug sagt, I'm not a dairy farmer, but I associate with them. Die Frühe, in der man die Kuh trifft. Der Himmel wird zwischen zwei Augenschlägen unkenntlich hell. Mit Sonnenflecken gesprenkelte Hände, die am Euter ziehen. Strecken, quetschen, keine Zeugen. Zwei Krähen hüpfen aus der Ladefläche eines Pickups wie Hangover nach dem Hookup. Und jetzt der Walk of Shame, der sie trotzig meistern. Haytham, Wardany. When I started working on this book of sleep, the starting point was this moment of 2013 in Egypt, which was a moment of defeat and a moment of, you see the disaster coming, but you don't know what to do. And you're hitting the wall. And it is, in some sense, a moment which might be similar to getting so tired that you want to fall asleep, but you are trying to still be awake, and you're trying to be still awake. When you were speaking, it made me think of perhaps like when you talk about literary labor, or like, I don't know if you call it like a poetic working through or something like this. Maybe perhaps this is precisely what like not sleeping at night is, or like literary labor, poetic working or something. This is this activity of like staying awake at night, I mean, maybe literally in a lot of cases also like this figure of the writer who's up all night or something, but maybe more that it is this process of like reshifting what you think of as moments of internalizing and closing off, and making those precisely the moments where you're really awake and open. Like Freud was speaking about Traumarbeit. Yeah. And this is like almost like Schlafarbeit. Yeah. The labor of sleep. Yeah. Yeah. Miriam, Stoney. Between to be and not to be lies a long meandering stretch of contingencies. When Hamlet considers the fatal shift from sleep to the eternal quietus, he is trying to gauge an ontological difference that, in life, can only really be described in terms of duration. Had Hamlet not been so deranged by this mortal coil, he might have gone on to refine his soliloquy to speak of sleep specifically, and not as a singular substance. For at this time sleep was still commonly taken in two phases. The first sleep, or dead sleep,
punctuated by an hour or so's watch, followed up by a second or morning sleep to round off the night. Between the two sleeps, the watch was a period of quiet wakefulness that occurred around midnight, depending on when a person went for first sleep. It was a chance for thought, prayer, scholarship, discussion, errands, crime, and sex. In other words, for fugitivity. Nalan. I'm in my favorite place on earth. Need my blanket and my favorite scarves. I wrote my own episode. I'm good for sure. Wouldn't doubt it wasn't easy to write about this and not be cheesy same time. Guess this was my favorite line on day 9. I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. Yeah. I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. Etel Adnan. Ich habe den Schlaf immer geliebt. Seine Intimität, seine Abenteuerlichkeit. Die Nacht ist das Reich der Träume. Und Träume sind die größten Expansionen unseres Geistes. Joshua Groß. Also vielleicht wirklich eine unumgeleitete Reaktion auf die Welt, würde ich sagen. Also dieses intuitive Antworten auf die Welt, dass das nicht sich die Frage stellt, okay, aber wie wirkt das zum Beispiel, wenn ich jetzt so auf die Welt antworte, oder darf ich so auf die Welt antworten, oder ist es angemessen, so auf die Welt antworten? Diese Fragen stellt sie sich auch, oder hat sie sich auch gestellt, aber erstmal, glaube ich, hat sie wirklich im Kunstschaffen für sich eine unglaublich große Freiheit behauptet. Und dann gibt es zum Beispiel von Simone Fatal, von ihrer Partnerin, die hat mal gesagt, dass das Werk von Etel Adnan sich dadurch charakterisieren lässt, dass darin ganz viele Entscheidungen stattfinden. Dass quasi es kein Zögern gibt, dass es kein sich selbst festhalten oder abhalten gibt, sondern sie hat Entscheidungen getroffen sozusagen und denen ist sie gefolgt sozusagen und deren Setzung sozusagen hat sie auch anerkannt. Das, was mich eigentlich auch am meisten berührt, glaube ich, diese Form von, dass da so eine Veräußerung stattfindet bei ihr, die im Schreiben, die aber nicht, die wirklich, ich finde, dass da so wenig Pose dabei ist. Thuy-Han Nguyen-Chi. I don't know if this has ever happened to you, Jade and Fabian, but sometimes when I'm listening to someone speaking, I need to interrupt them and say, could you please repeat that? I can hear your voice, but there are no words. I can hear sounds, but there's no meaning. I don't know exactly what is happening within those moments, but it feels as if all my knowledge of language has just collapsed. All these languages that I've learned at home, outside of my home, through my family, my friends, my teachers, my communities, my ecosystem, through literature, cinema, music, have dissolved. I don't know, but perhaps it's some kind of black hole where language collapses, words collapse,
stories collapse, meaning collapses, and there's just sound and rhythm. And somehow I find that really liberating. Tanasgol Sabbagh. Nights happen to you daily. In quick motions you forget that you test your faith. One finger in a wound, another wrapped around letters on pages and screens. It arouses you knowing someone lays their head where you so often lay yours. In despair. Enis, Maci. Der metallische Schimmer des Mooses auf den Ästen. Metallisch das Gefühl, wenn du mein Bein streichelst, nachts im Motelbett, draußen die Schnellstraße und drinnen leuchtet die Mikrowelle. Und wir wie zwei Pfennige, die aneinander reiben. Früher glaubte ich, den Beginn eines Streits Stunden vorher riechen zu können wie ein Gewitter. Und als mir dieser Geruch heute in die Nase fährt, erschrecke ich. Du siehst sie nicht, die Raubkatze, die in den Jasmin springt. Tage später treffen wir ihr Junges. Miriam, Stoney. The so-called Industrial Revolution can best be understood, when thinking with Stefano Hani and Fred Moten, as the emergence of logistics as a regulating principle of the body. Quote, "The first odious vessel produced by and for logistics is not the slave ship, but the body, flesh conceptualized, which bears the individual in subjection." End quote. So-called biphasic sleep had been the norm in Western Europe, before logistics made it its task to prevent the loss that occurs in nourishing inefficiencies, catching the windfall in its nets before the fermentation, or rather fomentation, could begin. Quote, "Sharing, exhaustion, expending, derivation will have been contained and congealed in the measurable and accountable unit of the derivative." End quote. And yet I find no archive of the two sleeps, nothing to pin down or subsume into my corpus of knowledge. References in literature are passing and many, nonchalant mentions of waking up and getting to it after midnight, the things we did in the dark, the first sleep behind us always implying a second one to come. My tentative research on the matter goes no further than fragments of conjecture, whose incompletion shall nevertheless pose no deterrent to my writing. For sleep is not a mystery to me. I am not driven to know or say much more about it than the fact that it is multifarious and contextual, even mutable, as culturally constituted as any other habit, and yet as biologically imperative as breath. But what then is there for me to say about sleep and its negatives? This is how we prepare for the day. We fold our lashes into knots. We carve out the dirt under our fingernails, leave crumbs on the counter, dander in our beds, and grease stains on the surface. I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. This is how we prepare for the day. I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. Yeah. I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. Ich bitte euch, heute Nacht nicht zu schlafen.
Wir fahren durch die Dämmerung. Wir fahren aus dem Abend heraus auf die andere Seite. Wir befinden uns am äußersten Ende des Westens. Wir betreten die Originalschauplätze. Wir tanken, wo Bella getankt hat. Wir essen, wo Agent Cooper aß. Jeder Originalschauplatz existiert zweimal. Im Diner werden Tassen verkauft, blaue mit dem verschlungenen Doppel-R und rote, auf denen Tweets Café steht, sein eigentlicher Name. Auch ich spreche ins Diktiergerät. Ich habe den Schlaf immer geliebt. Seine Intimität, seine Abenteuerlichkeit. Die Nacht ist das Reich der Träume. Und Träume sind die größten Expansionen unseres Geistes. Bei Nacht leben heißt mit dem Ohr leben. Und das Auge wird folgen. Etel Adnan. Nacht ist eine samtene Erfahrung. Ihre Dunkelheit, selbst wenn sie vollkommen ist, besitzt ihr eigenes Licht. Ein Licht, das manche Tiere besser kennen als wir. Es handelt sich auch um eine Welt, wo die Sicht, wenn es sie gibt, am größten ist. Dies ist das Gewebe des interstellaren Raums, dem, was das Universum ist, am nächsten. Enis Maci. Der Moment vor dem Morgengrauen und ich im Garten. Jetlag. Ich asche in eine leere Flasche Modelo und betrachte die Kolibris. Der Moment vor dem Morgengrauen am Strand. Mutter und Tochter in eine Fließdecke mit Raubkatzenoptik gewickelt, wie sie in die Wogen starren. Ein Fotoshooting, schwarze Spitze, rehydriertes, glibberiges Seesternfossil auf die linke Titte geheftet. Das Modell wirft uns einen missbilligenden Blick zu. Haytham Wardany. Somehow it's not surprising that animals appears in this moment in the poem. You know, Mahama Amoun, she's an artist from Egypt, and she somehow made this observation that she had the feeling that, like animals, they appear more and more in the public space, either on the news level or as metaphor in Egypt in the last, I don't know, 10 years or something, And she was trying, to think about this, why in a certain serious curves of history, animals would appear. They don't have the answer, they don't have the magical word, but they appear maybe to remind us of what has been forgotten or what has been neglected. This kind of very specific presence, which is a presence which is not an active presence, maybe, or it's not a surprise that it happens in the night in the poem. Lama Khatib. Because she also specifically says the animals sense what, some animals can sense what we don't or something, and maybe it's a reminder of also the ways in which our senses have been kind of trained into the night or trained into the days, and animals are one sort of shifted idea of this, or one sort of other world of senses. Maybe that's a reminder also of the relationship of our own kind of limits or our own kind of sensory limits, both a reminder of our limits but also a reminder to kind of push against them. When suddenly appears, the animal that speaks, it somehow destabilizes your speech. And maybe then with the arrival of an animal whose awareness of the nighttime or whose experience of the nighttime is more rigorous or more exciting, more enriched than ours, perhaps that is a moment to destabilize something, Yeah. Enis Maci. Edwards marmorner, steinharter Vampirschwanz tötet Bella fast. Und gerade das will sie ja. Stephanie Meyers irrer Mormonen-Porno im Fernsehen und wir im Bett.
Die guten Vampire treffen sich nachts, um Blutkonserven auszuzuzeln. Zurück bleibt eine PVC-Hülle im Recycling-Eimer, wie eine leergesogene Wurstpelle. Die bösen Vampire wohnen im Wald und bestehen auf Menschenblut. Das Moos in den Bäumen hängt da wie Tang. Als wohnten wir auf der geheimen Hinterseite der Wasseroberfläche. Und der Himmel, ein One-Way-Mirror, der nicht in unsere Richtung blickt. Tanasgol Sabbagh. A picture of you in the evening, lit and light. A picture-perfect posture. A sculpture. A picture of poisonous peel, of bowing and kneeling. A picture so deep in the back of the mind of a stranger that they almost utter a name and claim it's yours. A picture of you, frown, knotted face, holding shape. Now this one out loud, a picture of detachment. A picture of a pitch-black surface, of a place you have once imagined, of a water, of a long walk towards the way back to a room, a picture of your room, a picture of that womb-like cave, of the end of things and their beginnings, a picture of holy, holy repetition, following you around, a picture of sounds, of long lost, long forgotten, of accumulating and wasteful laughter, of stage fright in front of mirrors, a picture of you, evening hit, lit, picture a rupture maybe, maybe not. Miriam Stoney. A speculative train of thought leads me to wonder whether logistics, as in racial capitalism, brought with it the advent of a pathologized sleeplessness, just as it also instigated an epidemiology of agoraphobia or hysteria, for example, at the end of the 19th century. Such diagnoses were perhaps only ever ways to describe how we, as malleable and differentiated subjects, respond to the irrationality of society building, to what Harney and Moten call the emplotment of time and space, thinking with Hayden White. Quote, "In emplotted time and space, the shortest distance between two abstract and dimensionless points, the empty spaces that are conjured to be fulfilled as world, or worlds, or parts of world, between night and day, perhaps, is a straight and dimensionless line." End quote. In other words, a long, uninterrupted sleep. Unlike insomnia, which describes a problematic lack, biphasic sleep was never a disrupted rhythm. Rather, it contained its own consequentiality. I know this because I too have been known to wake up in the small hours. When this happens, I am so wholeheartedly awake and so acutely aware of the night stillness. It is a gentle, hesitant consciousness that envelops me in these moments, careful not to touch itself, a delicate shroud of chiffon. Nothing much happens. This is not insomnia, for it is not suffering. Rather, it feels like changing frequencies, being tuned into the watch somewhen in a bygone century. In 1768, a London salesman advertised a nocturnal remembrancer, which promised that, quote, "Philosophers, statesmen, poets, divines, and every person of genius, business, or reflection may secure all those happy, often much regretted, and never to be recovered flights or thoughts, which so frequently occur in the course of a meditating, wakeful night." End quote. When I stir in my bed at 2 a.m.,
Am I picking up the transmissions of a nocturnal remembrancer? Stray communications from mediating wakeful nights across time. Etel Adnan. Ich denke oft darüber nach, wie die Menschheit wohl wäre, wenn sie bei Nacht gelebt hätte. Wenn sie das blendende Licht unserer Tage durchschlafen hätte. Vielleicht wären wir der Liebe gegenüber sensibler gewesen. Wer weiß. Vielleicht könnte dies ein zukünftiger Weg sein. Wer weiß. Joshua Groß. In der Lichtforschung oder in der Forschung der Lichtverschmutzung eigentlich der Welt gibt es ja die Thesen beziehungsweise auch die Untersuchungen, dass zumindest die Himmel über den Städten, aber letztlich sind das die Himmel, also es ist auch wieder hier der Himmel, der die ganze Welt umspannt, dass der aus dem Blauen oder Dunklen eigentlich immer weiter ins Rote kippen wird, weil sowohl durch die Satelliten, die immer mehr im All sind, die halt Sonnenlicht reflektieren oder selbst auch Licht aussenden, als auch durch den Smog, der immer stärker wird oder eben durch das Licht, was von der Erde abstrahlt nach oben, verändert sich halt wirklich die Farbe des Himmels. Also da wird, glaube ich, dann auch der Wunsch einfach formuliert oder die Sehnsucht danach, dass es so etwas wie Nacht gibt, dass nicht alles ausgeleuchtet sein muss oder dass nicht alles sichtbar sein muss, sondern dass das Unsichtbare oder sich in einer anderen Form der Sichtbarkeit aufzuhalten, dass das wirklich neue Möglichkeiten von Sinneserfahrung schafft. Bei Nacht leben heißt mit dem Ohr leben. Und das Auge wird folgen. Lama Khatib. Maybe it's an interesting image, the idea of that the animal gives its ear to the human. Maybe that's a nice way to also think about it. You know, not in kind of serving manner, but that you kind of, we also spoke about this with the lending your voice kind of thing. And maybe, like the animal lends its ear to man in the nighttime. But then we have to think what man lends to animal. But this is I think a much bigger question. But to think about the ways in which sort of senses and that way even labor is kind of maybe borrowed or something, or like a non-exploitative form in which the labor of the senses, feeding into like a very constructive or solidaric relation, that this kind of lending or borrowing of senses or a labor of senses is one that is in line with the politics of like collectivity rather than one of individuality and exploitation. Like what can that look like? What can a collective senses practice of the senses look like? Where then it's not that the animal lends its ear in an exploitative relation, but it's rather that is the working of a collective sense, of a collective ear, which is an animal-human ear, and a living dead ear, night-day ear, like to like play on all the kind of tools we've been talking about. But, like an ear that is kind of crafted from the shared sort of. Enis Maci. Gerade eben waren dann noch Convenience Stores, Zugbrücken, Salzwiesen. Jetzt Schwärze. Die Serpentinen werden enger. Mitten im Nichts eine Ampel, die ewig bei Rot steht. Ich nicke ein, ich wache auf. Niemand kann mir sagen, wie viel Zeit vergangen ist. Hinter uns glüht das Fernlicht eines bösartig bulligen Trucks. Die unablässig rotierende Klimaanlage, wie sie die Schimmelsporen in unsere Lungen presst. Nachts blühen Kakteen, wachsen Pilze. Und nachts ruft der Kuckuck am lautesten. Der Kuckuck, das Unglückszeichen. Kuckuck, Kuckuck, rufen die alten Frauen und schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, obwohl gerade das große Unglück am meisten anzieht, wenn man ein kleineres lauthals beklagt.
Miriam Stoney. My knowledge of the watch felt as though it were embodied before I was conscious of any particular historical reference, any archive whatsoever. Whereas everything I might profess to know about insomnia has been channeled through cultural artifacts. The first time I heard the word itself was in the 1995 dance classic by Faithless, blasting through the house late at night as my father practiced martial arts in the kitchen. The lyrics conjure an archetypal image of the beleaguered artist, unable to sleep and thus forced to sublimate his libidinal energy through writing. Quote, "Deep in the bosom of the gentle night is when I search for the light. Pick up my pen and start to write. I struggle and fight dark forces in the clear moonlight without fear. Insomnia." End quote. I can only dream of being this person, namely Maxi Jazz, throbbing with a surplus of creativity. All that I could do with this impulse, this striving to fill the void with something other than mere duration. Make myself genius. And yet I sleep softly, I sleep hard. Then, if I do happen to wake for the watch, I produce nothing. The interiority of the genius is reserved for the owning mind. There is no imperative to warp these small hours into engines of artistry. The raw materials of such production lie sedimented and unmined beneath the depths of satisfaction. Nothing to do, nothing to make of the watch. The watch takes nothing but time. For the watch is not surveillance time, not watching one another, but watching together. Could we be enough? That is the question. Etel Adnan. Bei Nacht leben heißt mit den Ohren leben und das Auge wird folgen. Enis, Maci. Hinter uns also der Truck. Wir werden langsamer, er auch. Wir werden schneller, er auch. Wir halten zu pissen und er auch. Einige 100 Fuß entfernt. Der Fahrer hat kein Gesicht. Auch wenn ich sie nicht mehr sehen kann, weiß ich, dass sie da sind. Die blassen Flechten, die von den Ästen der Pappeln hängen, wie zum Abschied geschwenkte Taschentücher. Ich bitte euch, heute Nacht nicht zu schlafen. Ich bitte euch, heute Nacht nicht zu schlafen. Ich bitte euch, heute Nacht nicht zu schlafen. Bei Nacht leben heißt mit dem Ohr leben und das Auge wird folgen. Ich bitte euch, heute Nacht nicht zu schlafen. Geht hinaus. Okay. Ich bitte euch, heute Nacht nicht zu schlafen. Sorry. My internet connection disappeared, but now I'm ready. Ich bitte euch, heute Nacht nicht zu schlafen. Okay. Geht hinaus. Hey. Sorry. Ich bitte euch, heute Nacht nicht zu schlafen. Geht hinaus. Etel Adnan. Ich bitte euch, heute Nacht nicht zu schlafen. Geht hinaus. Nicht nur in dieser Nacht, sondern in vielen Nächten, nacheinander. Fahrt nur bei Nacht. Setzt euch an einen Fluss, an den Rhein, an die Elbe, den Amazonas und lauscht ihm. Bei Nacht leben heißt mit den Ohren leben und das Auge wird folgen. Bei Nacht leben heißt mit dem Ohr leben und das Auge wird folgen. Etel Adnan. Bei Nacht leben heißt mit den Ohren leben und das Auge wird folgen. Sogar noch mehr sehen. Und die Ohren und die Augen eurer Seele werden das Wohlwollen einer Welt entdecken, die sich von der unterscheidet, die ihr kennt. Und euch zu Reisen mitnehmen, die sich die Imagination noch nicht vorgestellt hat. Enis, Maci. Einmal fuhr ich mit dem Nachtzug von Istanbul nach Sofia. Eine dumme Idee.
Neben den raren Bewohnerinnen der Grenzdörfer nehmen diesen Zug vor allem Australier. Während wir an der europäischen Außengrenze im Spalier standen, bereit dem bulgarischen Beamten, der unbarmherzig in die Gesichter der Reisenden leuchtete, unser Innerstes, das heißt unsere Pässe auszuhändigen, erzählte mir ein sonnenverbrannter Bloke, dem die Haut alligatormäßig von der Nase hing, dass er seinen alten Pass mit den ganzen Stempeln, 87 waren es schon, dass er ihn irgendwo in Bangkok verloren hatte. Und deswegen jetzt das hier. Ich glaubte, ihn schluchzen zu hören, als er mir das brandneue Dokument hinhielt. No talking, schrie der Bulgare, und wir Anwesenden, die wir nie einem Vaterland gedient hatten, standen stramm. Lama Khatib. What the night is to the day is perhaps what like the dead is to history or something. You know, maybe this is like a nice formulation to think about. Like what goes to sleep in history is the history of the dead, you know? And I think what you say is super important, to not think of it as an other that we can purely occupy, but really as a counter that, like poetry as a wounded language that can only emerge in relation to the unwounded language. Because, you know, sleeping at night or something would be maybe the retreating to another world where there are like kind of parallel timelines. But maybe staying up at night is when you kind of force these two timelines to kind of crash or something. You know, where you force the timeline of the night, which usually you take elsewhere, to kind of meet this timeline of the day and then kind of, confront them or something. Yeah. And maybe that's the work also of the history of the dead, which is not to kind of believe in a certain salvation or a kind of other that you just kind of escape to, but to really kind of press. And also like to reject this dichotomy of living and dead, night and day, you know. Haytham Wardany. Yeah, it's almost like, like the return of the negative. I really think this is not far away from history of migration. It is the return of this, what has been excluded from the history, and which persists on returning, which has demands on the present, on the now. Enis Maci. Und dann kommt es wirklich. Das Flutlicht einer Straßenkreuzung, wie herteleportiert. Es ist, wie Susan Taubes schreibt. Wenn mich jemand fragt, wie ich heiße, wer ich bin, was ich hier suche, das fragt keiner, denn dies ist Amerika. Und Catherine sagt, man wird oben an der Mauer unter unserem Fenster eine Gedenktafel anbringen. Ich werde in der Nacht aufwachen und dir irgendetwas antun, was du dir nie hättest träumen lassen. Ich wollte schon vorige Nacht, aber ich war zu verschlafen. Tanasgol Sabbagh. There must be a way of tying together what my eyes can hold. I can see myself learning that there is an end to things, while a flight attendant explains how that bag should be used, and my mother using it, hunched over, her veil coming loose. I see the flight attendant looking for a pill. I sometimes see them nervous. I see them calm sometimes. Sometimes I see my 1-year-old sister crying. Someone must have held her. I can't see myself. I don't necessarily remember us in the physical order of things. Like in a dream, I know we are there. And if I want to, my imagination morphs the idea of the flight attendant, the idea of my mother, into flesh. I don't remember seeing those bags on my more recent flights. I have stopped noticing them. Now I only remember them missing. I can see my mother, 25 years old, my sister, 1, our matching dresses. I can't see myself.
Bodrožić. Die Sprache ist alles, was der Fall ist. Wenn das Dunkle sich auf den Spiegel legt, ist das nicht der Tod des Sprachspiegels, sondern seine Arbeit. Die Sprache hat Zeit und zeigt auch diese Überschreibung. Sie spiegelt auch den Spiegel, Ober- und Untergrund der Doppelungen, und noch im Werden sagt sie: Dein Einverständnis, dein Schweigen, wenn auf andere Menschen mit Worten schützengrimmig geschossen wird, das ist ein Mitmachen. Du machst mit deinem Leben mit. Das ist ein Schützengraben, in dem du dich beschützt wähnst vor deiner schnell hinausgeschossenen Grimmstimme, die du nicht bist. Dann wieder schweigst du in der Zeit und im Leben eines anderen Menschen. Und das Schweigen stützt das gesagte Gift. Achtsam sprechen, in der achtsamen Zeit denken. Das Innehalten heißt auch, dem Denken einen Gedanken schenken. Krieg ist, wenn zu schnell mit Worten geschossen wird. Erzähl vom Krieg, Mutter, Vater, Kind. Schau das Gift an, dann beißt es dich nicht. Sprache ohne Gift liebt das Gleichgewicht der Welt, in dem ein Einzelwesen denkt. Wir leben. Aber weil wir leben, müssen wir das Gift erkennen, um so leben zu können, dass das Leben uns liebt, uns das gibt, was wir noch sein werden im Licht des Sommers. Es gibt kein, wenn man nie sterben muss. Wir sind ja geboren. Auch die uns grimmig anschreien, die sind auch geboren. Freiheit ist etwas beide Verbindendes. Etwas anderes als bloß nur dieses eine Leben. Etwas anderes als das Leben, das ich schon immer gelebt haben werde, wenn die Schwalben dich unterrichten und der Schützengraben in den Hintergrund gerät. Alles ist verbunden mit deinem Alphabet, weil das Alphabet dich mit allem verbindet. Du bist nur dann frei, wenn du weißt, dass du verantwortlich bist für jedes von dir in die Welt gegebene Wort, für jeden Satz, den du sagst, zu dir selbst oder zu einem anderen Menschen. Nie einen anderen dir untertan machen. Dein Geheiß ist des anderen einzelnen Ende. Jeder Mensch ist einzeln ein Mensch. Ein Mensch ist so gemeint, wie er ist. Er soll er selbst bleiben. Er soll nicht von deinen Salven erschossen werden. Wenn ein anderer so wird, wie du bist, weil du das willst, ist der andere nicht so, wie er ist. Dein Wille ist sein Tod. Wenn du so wirst, wie ich bin, bist du nicht du, wie du bist. Tu dir das bitte nicht an. Du darfst niemanden gleichen und niemanden zwingen, dir zu gleichen. Denn so sterben die Menschen mitten im Leben an äußeren Nivellierungen. Und das ist ein teures Vergehen. Es tut auch den Schwalben weh, so etwas in ihrem Sommer zu erleben. Das schadet auch dem Blick und dem Bild im Bild, die dich ausmachen, weil sie dich ausmachen, wie eine Kerze, wenn du laut bist. Tanasgol Sabbagh. There must be a way of tying together what my mind can hold. What my eyes can hold is plenty. I don't need to ask. I only gather pieces of information falling out of anecdotes, as if a truth only counts when you stumble upon it. I only gather what they leave. The dresses our neighbor had tailored for the occasion. My boyish face, my father's face and mine. 25 years ago, bodies moving. Enis Maci. Wir hören Xavier Naidus alte Lieder und eine einzelne Träne läuft meine Wange herunter. Im Schlaf spreche ich. Ich schütte Wasser auf die Steckdose. Ich trage unseren großen Kaktus in der Wohnung herum. Du hast mich noch immer gerettet. Im Flugzeug dann unter Beruhigungsmitteln reisen wir in ewiger Dämmerung. Stundenlang ein schmaler Streifen Licht am Horizont und wir hinterher. Jemand raucht auf dem Klo. Jemand hat einen Herzanfall. In Alberta zerspringt eine Eisscholle auf dem Rapsfeld. Auxilio la Couture spricht. Sie sagt, was für ein seltsames Ding das ist, nach Osten und nicht nach Westen auszuwandern.
nach Osten, dorthin, woher die Nacht kommt. Mein Nachtleben heißt mit dem Ohr, das Auge wird folgen. My internet connection disappeared, but now Athena Farrokhzad. I also very much identify as a night being. I like when she says a curtain literally descends. Like when night comes, the curtain falls, and then that's the afterplay. That's where another drama has its beginning. A drama that is not sort of pre-thought of, not directed, where the parts are, still to be negotiated. But if you invite people not to see, you also have to take responsibility for what can happen. Who will be accountable for what could possibly take place? Because, who will maybe somebody that stays up all night will go mad, Maybe somebody will commit a crime. Maybe somebody will be the victim of a crime. Maybe somebody will never be able to sleep again. It's like she introduces it as it's as if it were a choice that everybody could make, I think there are a lot of people who actively decide not to stay up at night, to put a lot of effort into sleeping at night, even though it's hard for them maybe, because of the dangers of night. Dangers a night that come with memory or come with whatever reason, I just want to say that it's not as simple as she puts it. Bodrožić. Du bist nur du in deiner stillen Wildheit, in deiner grünen Gnade. Lass dich nicht verführen von dem lauten Gerede. Gruppengehege ist Gruppengehege. Viel mehr und ohnehin Leises ist von den Rehen zu lernen. Die galaktische Freiheit zieht dich von oben an, wie die Rehe dich aus der Ferne mit der Ruhe eines anderen Planeten ansehen. Oben, unten, innen, außen. Du bist das, was die konzentrische Zeit dir die ganze Zeit erzählt. Sie wählt dich, zählt dich ab und wie eine Perle legt sie dich weg ins Vergessen. Die Zeit durchzieht mich, die Zeit durchzieht dich. Enis Maci. Auch ich verlor einmal meinen Pass. Es war in Ungarn. Ich schlief in einer menschenleeren Pension im Souterrain. Über mir das immer seltener werdende Klappern von Absätzen. Das Kratzen der Taubenschnäbel in den Ritzen des Kopfsteinpflasters. In der Wand meines Zimmers klaffte ein dunkles Loch. Es führte nicht ins nächste Zimmer. Es war nur so da, eine Ausbuchtung in Raum und Zeit. Ich klemmte einen Stuhl unter die Türklinke. Ich wagte es nicht zu trinken. Ich hatte Angst, in den Flur aufs Klo zu müssen. Ich war 19 Jahre alt. Ich war allein. Auf dem Nachttisch sammelte ich meine Waffen. Eine leere Glasflasche und eine Nagelschere. Athena Farrokhzad. Going back to Adnan, I think there's another image that I really also liked, that I didn't think about before, which is the velvet. and of course that has to do with the curtain, but I was thinking about like velvet in itself as like as a cloth or as a tissue, or like the textures of velvet, like the bodily sensation of I think what you were saying about the stakes of night is exactly that.
that is what makes night both desirable and dangerous, no? But I think the image of the velvet is like, if you turn it the right way, there is no end to it. You know, you can just go on striking the smoothness of it forever. but if you just like make a little shift and turn the other way, then it's like, you know, then it's like the back of the night. Ich bitte euch heute Nacht nicht zu schlafen. Bei Nacht leben heißt mit dem Ohr leben und das Auge wird folgen. Tanasgol Sabbagh. The tailored dresses, my boyish face, and a memory that is being repeated for many years. Me, turning away before our departure so that my relatives don't see me cry. Me, lying and saying that I've got something in my eyes. Me, making them laugh. I've been told this so often that I remember. Years and years of long-distance phone calls for the same scene from different auntie voices. A soon-to-be 5-year-old cries because she knows she's leaving. A soon-to-be 5-year-old turns away, pretending there is sand in her eye. A soon-to-be 5-year-old leaves. That too is how love ends. An image invoked so often, until it's nothing more than an image. I kept that sand. Ich bitte euch heute Nacht nicht zu schlafen. Etel Adnan. Ich bitte euch heute Nacht nicht zu schlafen. Geht hinaus. Geht hinaus. Nicht nur in dieser Nacht, Ich bitte euch sondern heute in Nacht vielen nicht zu Nächten. schlafen. Nacheinander. Geht hinaus. Fahrt nur bei Nacht. Geht hinaus. Setzt euch an einen Fluss, an den Rhein, an die Elbe, Ich bitte den euch heute Amazonas Nacht nicht zu und schlafen. lauscht ihm. Geht hinaus. Bei Nacht leben heißt mit den Ohren leben und das Auge wird folgen. Schlechte Wörter. Bad Words. Eine Audioserie von Fabian Saul. Für das neue Alphabet am Haus der Kulturen der Welt. Mit Athena Farrokhzad, Lama Khatib, Joshua Groß, Enis Maci, Thuy-Han Nguyen-Chi, Miriam Stoney, Haytham Wardany, Marica Bodrožić und Tanasgol Sabbagh. Konzept und Redaktion Mathias, Zeiske und Fabian Saul. Koordination Veronika Rau. Mixing und Mastering Malte Rentemer. Mit Musik von Fabian Saul. Grafik Studio Yukiko. This is subtext. Can you wait? Yeah, do a talk. Yeah. Subtext. It's hard. It's hard to know what the purpose of what I do and what artists do is in the face of what we're living in right now. But one thing I do believe in is that the language we use about human beings matters.